Fix die Nachrichten checken, im Netz nach Schnäppchen shoppen oder Fotos und Videos der Freunde auf Instagram anschauen. Alle paar Minuten zücken wir unser Handy. Viele können gar nicht mehr ohne. Das Smartphone hat Suchtpotenzial. Mein Handy ist auch immer laut, also keine Ahnung, ich bin immer am Handy irgendwie, jede Minute. Na, das passt ja gut. Wie unangenehm, dass wir zwei hier gerade so, ja. Wenn ich zu Hause rumsitze und nichts zu tun habe, dann bin ich auch immer mal viel am Handy oder so. Bestimmt 4 Stunden oder so, Ja. oder 3. Ja, ich glaube, also Bildschirmzeit habe ich schon so 2 Stunden am Tag. Das Problem? Das Handy hält uns ständig auf Trab. Oft sogar, während wir eigentlich schlafen sollten. Genug Ruhe bekommt unser Gehirn so nicht, weiß Psychologin Dunja Voß. Wir haben im Hirn Systeme, die uns dafür belohnen, wenn wir etwas Schönes erleben, Süßigkeiten essen, schönen Film gucken, uns verlieben. Und das passiert eben auch durch diese vielen Kontakte und Bilder, die wir im Handy sehen. Das nutzt sich aber mit der Zeit ab. Also das springt immer weniger an das Belohnungssystem und dann brauchen wir immer mehr davon. Es entsteht sozusagen eine Sucht. Die Folgen? Konzentrationsschwäche und Schlafmangel. Sogar psychische Störungen wie Depressionen können verstärkt werden. Immer mehr Apps, Portale, Funktionen, exzessiver Medienkonsum ist zum Alltag geworden. Im Rahmen dessen ist die Industrie natürlich permanent dahinter, es uns auch immer schmackhafter zu machen. Durch bequemere Anwendungen, durch Dinge, die im Alltag dadurch leichter fallen. Sei es das Kochrezept, was wir auf dem Smartphone finden. Oder das Freizeitprogramm, was sich uns anbietet. Das heißt, wir können statistisch abbilden, universitär von verschiedensten Studien, dass das eben zur Folge hat, dass die Nutzenzeiten steigen. Bis zu 40 Stunden im Monat verbringen wir allein mit Instagram, TikTok und Co. Tendenz steigend. WhatsApp? Ja, aber auch E-Mails natürlich oder irgendwie, wenn man kurz was recherchieren möchte. Um Nachrichten auszutauschen, einfach mal zu gucken, soziale Medien, was da so los ist, wer was gepostet hat, ja, um auch einfach auf dem aktuellen Stand zu sein. Zwischen 2 und 4 Stunden am Tag ist das Smartphone bei vielen in Gebrauch, oft zwanghaft. Die Angst, etwas zu verpassen, zu groß. Wenn man zum Beispiel bei Instagram Reels hätte, dann kann man ja diese Storytime quasi begrenzen. Das heißt, man kann sie nur für 5, 6 Stunden, 8 Stunden sehen. Das kann man individuell einstellen. Und infolgedessen muss ich natürlich gucken. Und andere Elemente wären zum Beispiel, dass der mir die Nachrichten sendet, sieht, dass ich die Nachrichten gelesen habe, wenn ich es nicht anders einstelle. Das heißt, blaue Häkchen in WhatsApp und dergleichen. Das hätte zum Beispiel zur Folge, dass man natürlich diesen sozialen Druck hat, jetzt antworten zu müssen, weil ich habe ja auch gelesen, das ist doch mit Wertschätzung verknüpft. Die Smartphone-Nutzung hat während der Corona-Pandemie noch einmal zugenommen. Während der Lockdowns und Kontaktbeschränkungen gab es viel Zeit allein. Ist der Leidensdruck groß, wenn das Smartphone nicht griffbereit ist? Bleiben persönliche Treffen auf der Strecke? Warnzeichen ernst nehmen, dann ist der Handykonsum bereits krankhaft und sollte geändert werden. Also wenn ich mit dem Hund gehe oder so, dann lasse ich es auch mal zu Hause und versuche mir schon so Zeiten bewusst einzurichten, wo ich es nicht benutze. Wenn ich zu Hause bin, vielleicht in ein Box, Handy liegt hier und dann ist aus oder im Mute. Apps löschen oder Detox am Wochenende. Das eigene Maß beim Handykonsum finden, gegen den Zwang ankämpfen. Sie müssen sich selbst fragen, ob es ein genussvoller Medienkonsum denn ist. Aber auf Anwendungsebene kann man das selbst sehr gut steuern, indem man zum Beispiel sich bewusste Nutzenzeiten schafft, indem man die Farben des Handys zu Graustufen schaltet, einfach damit es auch nicht so lockt, wie es denn täte, wenn Farben da sind. Des Weiteren Push-Up-Notifications einfach stillschalten, sich nicht ständig locken lassen. Das macht auf Dauer glücklicher und ist viel gesünder als die virtuelle Welt. Da ist was dran. Und Professor Dr. Christian Montag von der Uni Ulm hat bestimmt gleich auch noch ein paar Tipps für uns. Schönen guten Abend. Sie sind dort Leiter der Abteilung Molekulare Psychologie. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Hauptproblem beim Smartphone? Ja, schönen guten Abend. Zunächst muss man sagen, sind die Geräte extrem erfolgreich geworden. Seit der Einführung des iPhones haben Milliarden von Menschen rund um den Globus ein solches Gerät. Das heißt, vieles hilft uns wahrscheinlich auch auf dem Gerät im Alltag, sonst hätte das niemals so erfolgreich werden können. Ich glaube, ein Hauptproblem sind einige App-Gruppierungen auf dem Telefon, die mit dem Datengeschäftsmodell arbeiten. Das heißt, Tech-Konzerne haben ein genuines Interesse daran, uns länger auf den Angeboten zu halten, als uns eigentlich recht ist. Dann wird der digitale Fußabdruck größer und für uns bedeutet das die Fragmentierung des Alltags. Das heißt, zwischen dem Checken des Smartphones werden die Einheiten extrem kurz und wir können uns immer schlechter konzentrieren.
Woran erkenne ich denn, dass ich irgendwie ein Problem mit der Handynutzung habe, zu süchtig bin? Also der Smartphone-Suchtbegriff ist hoch umstritten. Es gibt im Bereich der Verhaltenssüchte, vor allen Dingen der Online-Verhaltenssüchte, bis jetzt eigentlich nur die Computerspielstörung, die von der Weltgesundheitsbehörde anerkannt ist. Das pathologische Glücksspiel gibt es auch schon ein bisschen länger. Und der Smartphone-Suchtbegriff ist insofern schwierig, denn Alkoholiker ist ja auch nicht flaschenabhängig. Wir müssen viel mehr auf die Inhalte schauen, die den exzessiven Konsum treiben können. Und da sind wir sehr schnell bei sozialen Netzwerken, da sind wir bei Videogames und Co. Und es wird gerade diskutiert, ob man die Diagnostik aus dem Computerspielsuchtbereich übertragen kann. Das wäre Kontrollverlust, das wäre Priorisierung im Alltag. Ich fokussiere mich nur noch auf das Gerät, nichts anderes. Und obwohl ich schon Einschläge in meinem Leben habe, ich verpasse die Klausur aufgrund meines Konsums morgens, lerne ich nicht. Und das wäre ein Anzeichen dafür, dass zumindest ein Problemverhalten entsteht, ohne direkt den Suchtbegriff verwenden zu wollen. Viele machen es auch einfach, bevor sie sich alleine fühlen, dass sie dann mal irgendwie aufs Handy gucken, um sich da abzulenken und da ein bisschen rauszukommen. Mit welchen Psychotricks nutzen denn diese Anbieter noch digitaler Dienste, um uns da auch möglichst lange bei Stange zu halten? Wir haben in dem Beitrag schon einiges gehört. Das heißt, mit sozialem Druck wird gearbeitet bei Lesebestätigungen. Die Likes sind natürlich eine soziale Währung, die Menschen immer wieder auf die Plattform zurückbringt. Und wir wollen nicht vergessen, dass solche Features wie Personalisierung, das heißt, dass mir immer wieder aufgrund meiner Nutzungshistorie Dinge gezeigt werden, die mich interessieren, gepaart mit Endless Scrolling, das heißt, es gibt gar kein natürliches Ende mehr, dass das alles genau abzielt, unseren digitalen Fußabdruck zu vergrößern, indem wir eben vermehrt Zeiten auf den Angeboten der Tech-Industrie verbringen. Wir haben schon so ein paar Tipps im Film gesehen, aber Sie haben bestimmt noch ein paar andere. Also wie schaffen wir es, weniger am Handy zu hängen? Ja, ich habe in meinem Buch Du gehörst uns eine Exegese gemacht der Plattform, wie sie funktionieren und auch einiges zusammengetragen. Jenseits dessen, was wir gehört haben, ist mal eine zentrale These, dass wir die Struktur, die uns viele Tech-Angebote kaputt gemacht haben, im Alltag wieder zurückerobern müssen. Das heißt eben, es gehört dazu, dass wir wieder eine Armbanduhr tragen und nicht auf das Smartphone gucken und dann abgelenkt zu sein und irgendwas anderes zu machen, was wir nicht machen wollten. Es geht darum, dass wir Push-Notifikationen ausmachen, bestimmte Anwendungen vielleicht nur auf dem Desktop nutzen. Und ja, was wir gehört haben, schwarz-weiß, scheint auch zu helfen, laut Experimenten. Final darf ich auf ein Projekt hinweisen, das heißt scavis.net, mit C geschrieben, scavis.net, wo wir ein kostenloses und anonymes Angebot machen, einen Selbsttest durchzuführen, um mehr über den eigenen Online-Konsum zu erfahren. Und für diejenigen, die ein Problemverhalten zeigen, öffnet sich ein E-Coach und je nachdem gibt es sogar unterstützend ein kostenloses psychotherapeutisches Angebot. Vielen Dank, Herr Professor Montag, für all diese Informationen. Dankeschön.